Ja, der Herbst ist so langsam eingekehrt in Deutschland. Es ist wieder kalt, es ist nass, es ist eklig, es ist schmuddelig und vor allem es ist auch dunkel. Sowohl in der Früh als auch am Nachmittag. Früh, wenn man in die Arbeit fährt, Nachmittag, wenn man heimfährt. Es ist gefühlt der ganze Tag dunkel. Es gibt keine Sonne mehr. Die Sonne ist abgeschafft. Sie ist weg. Und um den ganzen Tag etwas aufzuhellen, ist es ganz nützlich, wenn man eine Lampe hat, eine vernünftige Lampe fürs Rad, damit man was sieht, damit man selber gesehen wird. Ich selber habe mir nie so groß Gedanken darüber gemacht, weil ich kein großer Freund bin von Nachtfahrten oder Dunkelfahrten. Ich hatte die immer so als Backup dabei. Wenn man jetzt, ja, wenn es halt jetzt im Herbst früher dunkel wird und man ist unterwegs mit einer Gruppe und man fährt in die Dunkelheit rein, dass man halt zumindest so ein Notlicht hat. Aber dass ich jetzt bewusst bei Dunkelheit losfahre und dann irgendwie eine große Tour mache, das habe ich nie gemacht und hat mir auch nie gereizt. Aber ich brauche es, wie gesagt, für solche Fälle oder am wichtigsten halt in die Arbeit zu fahren. In der Früh, wenn ich losfahre, ist dunkel und da brauche ich auf jeden Fall ein Licht. Ich hatte bis jetzt immer so eine Sigma-Funzel, die war aber mehr schlecht als recht. Die hat, naja, seinen Zweck erfüllt. Man hat irgendwie so ein Lichtlein vorne gehabt, dass man halt gesehen wurde, aber selber hat man nicht so viel gesehen. Gut, in der Stadt ist es nicht so dramatisch, da hat man eben diese ganzen Laternen und Lampen, die einem den Weg mehr oder weniger ausleuchten. Also man hat viele Lichtquellen, aber für mehr ist die halt auch nicht geeignet. Und da kommt es mir ganz recht, dass ich jetzt eine Lampe zugeschickt bekommen habe. Das ist die InBike, so schaut das Teil aus. Das ist von derselben Firma wie die Lameda-Klamotten, über die ich auch schon mal ein Video gemacht habe, wie ich auf den Philippinen war. Und die Lampe hier wurde mir jetzt zugeschickt, die hat 1000 Lumen, ist ziemlich leistungsstark und auch ziemlich massiv, wird in so einem Aluminiumgehäuse hier geliefert mit USB-Anschluss als Lademöglichkeit. Und die macht ordentlich Krawall, muss ich sagen, auf der Straße. War ganz positiv überrascht. Sicher gibt es Lampen, die weitaus heller sind und leistungsstärker sind, aber da legt man halt dann auch ein paar Taler mehr dann auf den Tisch. Und bei der hier, die ist eigentlich ziemlich kostengünstig. Ich glaube, die liegt so um die 50, 55 Dollar, also 50 Euro kann man sagen. Und ich verlinke das auch mal unter dem Video. Wer da Interesse hat, der kann da gerne mal reinschauen. Und für Leute, die sagen, okay, ich will was einigermaßen Vernünftiges, was mir Sicherheit bietet, wo ich mich wohlfühle, wo ich jetzt nicht Angst habe, dass jetzt den nächsten 2 Meter irgendwie ein Ast kommt und ich den zu spät sehe, ist die, glaube ich, ganz gut, weil die schon eine ganz gute Ausleuchtung hat. Es ist jetzt nicht so, dass die komplett ausstrahlt und die ganze Straße ausleuchtet. Die hat also mehr so einen punktuellen Kegel, aber der ist doch noch breit genug, dass man sagt, man sieht also Hindernisse, irgendwelche Gegenstände auf der Straße rechtzeitig, ohne dass man jetzt Angst haben muss, dass man jetzt das einfach nicht rechtzeitig sieht und sich auf die Nase legt. Also von daher, ich war positiv überrascht von dem Teil. Ich habe das jetzt ein paar Wochen verwendet für die Arbeit, bin in der Früh immer los damit und das ist schon ein himmelweiter Unterschied zu dem Teil, was ich eben, wie gesagt, sonst immer verwendet habe. Das liegt jetzt irgendwo in der Ecke, das brauche ich jetzt nicht mehr. Ich verwende jetzt nur noch die hier. Geliefert wird es in diesem schicken kleinen Karton hier. Mehr ist es nicht. Eine kleine Beschreibung ist dabei. In sämtlichen Sprachen. Nicht in sämtlichen, aber in vielen. Und natürlich ein USB-Kabel, USB-C-Kabel zum Aufladen. Dann haben wir noch die Halterung für den Lenker. Zu der komme ich gleich noch. Und noch so eine Zusatzhalterung. Ich weiß gar nicht, für was die jetzt genau ist, bin ich jetzt überfragt. Die hat hier auf jeden Fall so eine Halterung wie man es bei der GoPro kennt. Und dann oben diesen Teller, da wo man eben dann die Lampe reindreht. Aber wie das dann auf dem Vorbau befestigt werden soll, ist mir jetzt ehrlich gesagt schleierhaft. Ist auch egal, ich verwende nur die Haupthalterung, das ist die hier. Und was mir an der ganz gut gefällt, ist, dass die auf alle meine Lenker passt. Also egal welche Form die haben. Ich habe hier so Aero-Lenker auf dem DeRosa und auf dem Binotti. Und da hat man immer das Problem, dass man da keine gescheite Halterung hat, die da ja, schlüssig in diese Lenkerform dann reinpasst. Aber das Teil hier, das passt sich eigentlich ganz gut an hier durch diese Krümmung. Das ist gummiert an der Innenseite
Und sowohl auf dem De Rosa als auch auf dem Benotte hatte ich jetzt keine Probleme. Die Sigma, die ist vom Radius hier, von der Krümmung her, hat eine stärkere Krümmung und hat immer das Problem, dass die Krümmung kleiner war als die Krümmung vom Lenker und dann ist die so mit den Kanten von dieser Halterung hat die sich dann so in den Lenker ein bisschen reingefressen und mir teilweise auch schon den Lenker verkratzt. Ich musste da immer irgendwas drunter klemmen, damit das Ganze ein bisschen abgefedert wird. Habe ich jetzt bei der hier nicht. Also da passt die Krümmung genau immer in diese Lenkerkrümmung rein, ohne dass es da zu irgendwelchen Problemen führt. Und das ist ganz einfach mit so einem Drehrädchen hier, wird das aufgemacht. Und diese Schlaufe hier, die lässt sich also hier rein und rausziehen, kommt dann hier durch und dann je nach Durchmesser, was man eben braucht, zieht man das dann sich so fest, wie man es braucht und fixiert es dann vorne mit diesem Drehrädchen und dann sitzt es bombenfest. Dann sitzt es bombenfest auf dem Lenker, da wackelt nichts, da scheuert nichts, da verkratzt nichts. Also das ist schon mal ein positiver Punkt, der mir ganz gut, der für meine Zwecke ganz gut ist. Und wenn das Ding dann drauf ist, dann wird es wie so ein Wahoo oder wie so ein Garmin, wird es einfach nur eingedreht. Ja, und der Vorteil ist halt, man muss nicht ganze Halterung dann abnehmen. Bei meiner Sigma, da musste ich immer die ganze Lampe mit abnehmen, also die ganze Lampe plus Halterung, weil das halt ein Teil war. Da musste ich immer am Lenker rumfummeln und da hier die Schlaufe rausziehen unter den Kabeln und was weiß ich. Und hier wird das Ding halt einfach rausgedreht und die Halterung, die bleibt einfach am Lenker. Also mit der kann sowieso keiner was anfangen, die können sie ruhig klauen, aber ohne Lampe ist die natürlich auch witzlos. Ne? Von der Qualität her macht die einen vernünftigen Eindruck, ist recht massiv, ist wie gesagt so ein Alugehäuse. Ich habe sie vorhin mal auf die Waage geschmissen, 138 Gramm, auch nicht so schwer. Und die kann man auch mal so fürs Zelten als Taschenlampe verwenden. Also ich finde sie recht handlich und stört überhaupt nicht. Kann man sich in die Trikottasche hinten rein tun. Also wunderbar. Wir können sie mal einschalten. Man drückt einfach länger hier auf diesen Ein- und Ausschalteknopf auf. Jetzt haben wir gerade mal den Blinkmodus. Der ist natürlich bei uns nicht erlaubt. Die ganze Lampe ist bei uns nicht erlaubt, aber das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er jetzt da Wert drauf legt, dass die jetzt eine STVZO-Zulassung hat oder ob man lieber ja, ein vernünftiges Licht haben möchte, wo man jetzt nicht unbedingt 150 Euro zahlen muss. Und wo man mit gesehen wird, wo man selber was sieht, wo man jetzt keine anderen Leute damit stört oder irgendwelche Äste vielleicht zu spät entdeckt oder irgendwelche Gegenstände auf dem Boden. Also bis jetzt hat sich noch keiner beschwert von den Radlern, die mir entgegenkamen. Man muss ja auch das jetzt nicht irgendwie direkt nach vorne leuchten und hier Richtung Horizont dann den Lichtkegel stellen, sondern es soll ja nach unten in einem vernünftigen Winkel gestellt werden, damit man die Straßenverhältnisse rechtzeitig sieht und sonst keine Leute stört. Von der Leuchtdauer her muss ich mal ablesen, habe ich jetzt nicht auswendig gelernt, aber dafür gibt es ja diese tolle Beschreibung. Wird hier vom Hersteller gesagt. Ich habe selber, wie gesagt, nicht ausprobiert. Wie gesagt, ich fahre jetzt nicht bis zum Erbrechen im Dunkeln und probiere jetzt die Lampe aus, wann die dann versagt. Wie gesagt, ich bin kein Freund von Dunkelheitsfahrten. Der Blinkmodus soll angeblich 9 Stunden reichen. Das sind 460 Lumen hier laut Beschreibung. Und die niedrigste Stufe ist die Eco-Stufe oder Energiesparstufe, 260 Lumen bei 9 Stunden. Dann haben wir die niedrige Stufe, 460 Lumen, 5 Stunden. Die mittlere soll 730 Lumen bei 2,5 Stunden noch haben. Und wenn man das ganze Ding voll ausreizt mit der höchsten Stufe, dann sind wir noch bei 1 Stunde 50, wie gesagt 1000 Lumen. Und das ist dann schon ordentlich hell. Also ich bin immer mit der geringsten Stufe gefahren. Das hat vollends gelangt, weil ich ja da, wie gesagt, ich mache jetzt keine Waldfahrten damit oder donner irgendwelche Trails im Dunkeln rum. Dafür wäre die sowieso nichts. Da brauchst du dann noch ganz andere Gerätschaften bzw. Lichtquellen am Kopf und was weiß ich wo. Ähm, Wenn dann der Akku irgendwann zur Neige geht, es gibt verschiedene Farbhinweise dann, also grün zeigt er an, wenn das Ding noch bis zu
80% oder über 80% voll ist, zwischen 80 und 100% zeigt er grün an. Zwischen 30 und 80% ist er blau, wobei man halt jetzt nicht weiß, ist es bei 60 oder bei 40 oder bei 33. Das muss man halt dann ausprobieren. Wenn es dann rot wird, dann sollte man mal langsam ans Laden denken, weil dann fallen wir hier unter die 30% und dann sollte das Ding schleunigst mal wieder an die Steckdose. Wie gesagt, ich bin soweit zufrieden. Ich verlinke das ganze Teil unter dem Video mal, könnt ihr euch mal angucken. Wie gesagt, für einen schmalen Taler zu haben. Ich werde es weiter verwenden für die Arbeit, für Notfall, wenn ich auf Ausfahrten bin und es wird irgendwie mal dunkel, man fährt in die Dunkelheit, ist das Ding optimal. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bleibt mir treu. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.